Jungs, es ist jetzt 1 Stunde Verspätung, seit 1 Stunde warte ich hier. Was sagt ihr dazu? Okay, wir haben sie gesehen. Wir müssen hinterher. Schnell! Hallo! Ja, erwischt. So, Grace, willkommen zur einwöchigen Challenge. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir machen eine Woche, jeden Tag Sport, was noch? Essen, Gesunde Ernährung, arbeiten, Hähnchenbrust, Zucchini, Gurke. nicht nur Sport, wir machen auch Wandern. Nee, nur Sport. Das ist dasselbe oder nicht? Ja. Okay, let's go. Und wir wollen auf jeden Fall versuchen, jeden Tag 10 Kilometer zu laufen. Ja. Falls Zu wir es joggen. nicht schaffen sollten, dann wenigstens so weit wie es geht. Aber wie viel sind 10 Kilometer? Sehr weit. Okay. Das ist Also sehr weit. zeitlich. Wie viel bist du bis jetzt im Gym so gelaufen? 30 Minuten. 30 Minuten, wie viel Kilometer? Ja, die waren 4. Das heißt, wir brauchen 1,5 Stunden für 10. Du verarschst. Aber wahrscheinlich werden es 2 Stunden. Aber ist fein. Ich meine, in 2 Stunden habe ich mir auch gedacht, können wir schaffen. Jeden Tag 10 Kilometer. Mit Pausen oder ohne? Ja, mit Pausen. Okay, ja, das ist gut. Last but not least, Grace hat keine Jogging-Schuhe dabei. Deshalb gehen Weil wir 10 um Kilometer läuft man ja auch allgemein mit Turnschuhen. Und deswegen gehen wir jetzt Laufschuhe kaufen. Let's go. Ja. Live vom Schuhe kaufen. Vielleicht doch Fußballschuhe auch noch mit dazu bestellen. Grace beim ersten Laufschuhkauf. Die Wahl fällt zwischen neutral, stabil und Speed. Weil die Sohle einfach wieder ein bisschen härter. Was nehmen wir? Letztes Eis, Ja. letztes Mal Zucker und dann eine Woche fast kein Zucker mehr. Also natürlich Nein, literally kein Zucker, außer Fruchtzucker. Fruchtzucker. Ja. Okay. Und ein bisschen Honig vielleicht. So, meine Lieben, erster Tag. Man sieht, ich bin noch komplett tot. Es ist 7:30, es ist jetzt nicht so früh, aber mein Schlafrhythmus war komplett am Ende. Heute erster Tag für 10 Kilometer. Ich bin echt gespannt. Ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, aber wir versuchen es mal. Guten Morgen. Wir fahren jetzt zur Apotheke und nehmen ein paar Messwerte von zum Beispiel unserem Körperfett und vielleicht noch ein paar andere coole Sachen. Dann ziehen wir jetzt eine Woche mit Sport durch und mal schauen, wie danach die Messwerte sind nach einer Woche. Let's go. Ja. Okay, erster Tag, heute 10 Kilometer stehen an. Ja. Was ist das Maximum, was du hier gelaufen bist? 5. Perfekt. Also die Hälfte, 4,3. Und wir machen übrigens, wir laufen jetzt 5 bis zum See, gehen wir See baden und dann zurück ist die 5. Wichtigste vorm Laufen, was machen wir? Ja, Dehnen. was denen? Dehnen, hier, dehnen, dehnen. Genau, schlau. Ich habe einmal Marathon gemacht, als ich Kind war. Ich war so 13 oder so 10. Aber ich habe nicht mal unter Top 10 geschafft, weil ich wollte so jede 5 Minuten Pause machen. Let's go, Gracie, baby. Let's go. Gleich geschafft. Gleich erste Etappe von 5 Kilometer erreicht. Freunde, we made it. We made it, baby. Wir made it. 5 Kilometer. Er hat First an time. mich geglaubt. Always believed in her. Let's go. Tag am See ist vorbei. Wir gehen jetzt heim. Oder? Auf was freuen wir uns? Auf Essen. Essen. Auf was noch? Essen. Essen. Alright, guys, we made it. Und wir haben es literally geschafft. 5 Kilometer. 5 Kilometer, you guys. Ohne gar keine Pause. Das habe ich nie in meinem Leben gedacht. 10 Kilometer. Ja, aber wir haben ja halt 5 bis zum See. Ja. Aber da haben wir so 5 oder 4 Mal Pausen gemacht. Da war ich am Sterben. Aber Ja. jetzt zurück auch 5. Und Kein- wir haben 0 Pausen. Ich habe 0 Pause gemacht. Okay, Baby, ich bin auf jeden Fall stolz auf uns. Und du? Ich auch. Power. Es regnet, aber Gracie,
the worst weather, we get better. Let's go. Alright, Progress. Nach 2 Tagen. Was ist der Progress, Baby? Was sagst du? Sehr gut. Nach 2 Tagen, denke ich, sieht man noch nichts. Aber wir fühlen uns auf jeden Fall schon viel wohler als vor 2 Tagen, oder? 3. Tag, meine Beine sind am Arsch, literally. Ich kann Treppe nicht mal hoch oder runter. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen. Also ich glaube, bei uns ist die Stimmung echt Tiefpunkt angelangt. Also ich habe jetzt absolut keinen Bock zu laufen. Ich auch nicht. Und ich glaube, das so im Hinterkopf zu haben, ey, wir müssen gleich laufen, das zieht einfach die Stimmung runter. Ausgehen um wenigstens 5 Kilometer, anstatt nix. Schlau. Wir machen 10. Mal schauen. Man muss immer das machen, worauf man keine Lust hat. Guys, ich habe dieselbe Anzug für 4 Tage. Das ist Armin's. Okay, Alter, wo hast du das gelernt jetzt? Was denn? Hier, seit wann machst du das so professionell? Baby, ich bin ein professioneller Sportler. Seit wann? Seit immer 3 Kilometer. Alright, Freunde, wir sind jetzt kurz vor 3 Kilometer. Bei 3 Kilometer haben wir ausgemacht, wir machen kurze Pause. Ich möchte die Stelle mal kurz nutzen, um zu sagen, Freunde, ich bin echt unfassbar stolz auf diese Frau. Es ist wirklich amazing. Weil ihr müsst euch vorstellen, ne? Es ging darum, okay, wir wollen eine Challenge machen, wir wollen unseren Körper noch mehr in Form bringen. Dann habe ich vorgeschlagen, ey, 10 Kilometer jeden Tag. Das Ganze war nur eine Idee. Ich habe auch wirklich nicht so dran geglaubt, dass das klappt, aber ey, wir befinden uns einfach im 3. Tag bei 3 Kilometer jetzt schon. Also 23 dann. Genau, 23. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Frau hat ein bisschen gejoggt, 3-4 Kilometer auf dem Laufband ab und zu. Aber ey, ohne Armin hätte ich auch nie geschafft, to be honest. man muss aber auch Er hat sagen, mich motiviert und er hat immer an mich geglaubt. Und to be honest, ja, ohne dich hätte ich schon längst aufgegeben. Ich wurde öfters gefragt, ob ich alles esse oder how do I maintain so gutes Körper und so. Leute, wenn ich nicht gutes Essen esse, alles was Fett und mit Kohlenhydrate oder Zucker oder so, dann nehme ich zu. Es ist auch so, wenn jemand sich schlecht ernährt, dann wird man halt schlechter aussehen. Es gibt nie irgendwas wie jemanden, der gut aussieht und halt eine Burger isst. Das stimmt gar nicht, literally. Wenn ihr das auf Social Media seht, dann heißt das, die gönnen sich ja halt einmal im Monat einen Burger oder isst die einen Bite davon und postet sie das auf halt Instagram. Und so habe ich aber auch immer gemacht, so mit Pommes oder so, gönne ich mir halt einen Pommes. natürlich kann man sich mal was gönnen, so ey, wir sind die Letzten, vor allem ich habe einen guten Stoffwechsel, ich esse sehr gerne Zucker, ich esse gerne Burger, aber wenn ihr merkt so ey, auf Dauer, ihr macht halt nichts für euren Körper, ihr ernährt euch schlecht und macht keinen Sport, die Kombination ist halt dann schwierig. Es kommt immer einfach drauf an, wie viel ihr von was konsumiert. Alright Friends, wir sind jetzt gleich bei 8 Kilometer und an der Stelle mal noch ein paar Worte zu, wie man Selbstwert aufbaut, weil ich sage euch ehrlich, mein Selbstwert und auch mein Selbstbewusstsein, das baue ich auf natürliche Art und Weise auf, wenn ich mir selber Ziele setze, wenn ich mir selber Aufgaben setze, wenn ich mir selber ein gewisses Limit setze, wo ich hin möchte. Ich möchte mindestens diese 5 Kilometer laufen und dann darf ich nicht vorher stehen bleiben und dann muss ich diese 5 Kilometer laufen. Und wenn man sich so Ziele setzt und die dann auch erfüllt, dann steigert ihr euren Selbstwert auf natürliche Art und Weise. Ihr steigert den nicht, indem ihr euch irgendwie, weiß ich nicht, hier ein geiles Auto holt oder so. Oder indem ihr Einflüsse von außen bekommt. Social Media. Euch können 10.000 Leute schreiben, ey, wie cool ist dein Foto. Dadurch steigerst du deinen Selbstwert nur temporär. Das hast du nicht langfristig. Das macht dich nicht zu einer Persönlichkeit. Das macht dich zu einem abhängigen Gefäß, das immer wieder neu befüllt werden möchte durch Bestätigung. Einen richtigen natürlichen Selbstwert, den bekommt ihr nur, die ihr Disziplin habt.
indem ihr euch Aufgaben setzt und die Aufgaben dann auch erreicht. Genauso wie meine liebe Grace hier. Stark, Baby! Jetzt haben wir die 10 Kilometer für heute geschafft. Und literally, ich dachte, es wird easier gehen. Von Mentality, es wird nie easier. Es wird immer schwierig sein. Es wird immer ein Kampf in deinem Kopf sein. Aber körperlich, ich bin viel besser. Ich bin literally viel besser. Am ersten Tag, ich war so erschöpft, ich lag direkt am Boden. Und jetzt, ich rede ganz normal, ich trinke Wasser. Ich bin ja natürlich erschöpft, aber es ist literally nur Kopfsache noch. Und jetzt haben wir 3 Tage, morgen 4, dann haben wir mehr als die Hälfte. Weil wir machen ja 7 Tage. Ja. Let's go.